Hola, bienvenidos a Arte. Hoy vamos a hablar de la ópera Die Zauberflöte, la flauta mágica. Antes de empezar a lo que es la historia y el argumento, quisiera hablarles un poco de los hechos históricos y las curiosidades de esta ópera. Bueno, lo primero es que Mozart tenía 35 años de vida y restándole solo 2 meses cuando escribió esta ópera. Al par de que escribió esta ópera, estaba escribiendo su misa de Requiem y estaba terminando su ópera La Clemencia de Tito. Otra curiosidad es que el libreto es de un amigo muy cercano a Mozart, de Emanuel Schikaneder, que bueno, era un amigo de Mozart desde su juventud. Y una cosa muy curiosa también es que él fue el primer Papageno, el primer cantante actor en interpretar al personaje de Papageno, que ahorita vamos a ver quién era Papageno. La idea de componer esta ópera por parte de ambos, tanto Mozart como Schikaneder, fue que pasaban más que nada por una situación económica muy difícil. Para mucha gente no es solo un cuento de hadas, sino un panfleto de propaganda masónica, dado que Mozart y Schikaneder pertenecían a la misma logia masónica. Otro dato por el que se considera un panfleto de propaganda masónica es porque el personaje de Sarastro está basado en Ignaz von Born, que fue iniciador masónico tanto de Mozart como Schikaneder en su juventud. Otro dato curioso es que la adaptación más famosa de la ópera es la película de Kenneth Branagh titulada La flauta mágica de 2006. El compositor alemán Peter von Winter trabajó posteriormente con Schikaneder sobre la continuación del libreto original y la ópera se tituló Das Labyrinth, el laberinto. Esta ópera, después de mucho tiempo de no representarse, se representó hace poco en el 2012 en el Festival de Salzburgo. El estreno de la ópera La flauta mágica fue en Viena, en el Teatro Auf der Wieden, dirigida por el mismo Mozart, siendo un gran éxito desde el principio. El argumento es más o menos el siguiente, que el príncipe Tamino, siendo perseguido por una serpiente, entra en los dominios de la Reina de la Noche, quien se aparece enseñándole un retrato de su hija Pamina, secuestrada por el malvado Sarastro. Tamino se enamora del retrato de la joven, entonces la reina promete concederle la mano de su hija con la condición de rescatarla. Tamino, junto con Papageno, se adentra en el territorio de Sarastro, pero conforme va avanzando, se da cuenta de que el mal lo encarna la misma reina y no Sarastro. Sarastro, en cambio, le propone afrontar una serie de retos que pondrán a prueba su sabiduría, y que una vez superadas podrá tener el amor de Pamina. En este caso, fuimos a ver una puesta en escena de la temporada 2015-2016 de la Staatsoper en Viena, y pudimos entrevistar a la soprano moldava Valentina Nafornita, quien interpretó a Pamina. Y al... Ja, Sie haben sich für die Musik ganz früh interessiert und Sie haben bis jetzt die Möglichkeit gehabt, viele Rollen zu interpretieren. Wie haben Sie sich mit dieser Rolle verwickelt? Yes, I started very earlier, but I think that I like Mozart very much, and I really love to sing Mozart. I really love to sing Pamina, Susanna, all Mozart stuffs. It's really healthy for the voice, and I just enjoy it so much. Super. Und was bedeutet für Ihnen, an die fantastische Wiener Staatsoper zu kommen und mit so einem guten Team zu arbeiten? Well, that is just amazing, and for me it was really great because I started here. My first opera house ever was Wiener Staatsoper, so I think that is just a fantastic chance that I had, and I'm very, very happy about it. Welches ist für Ihnen der höchste Punkt oder Klimax von diesem musikalischen Stück? Ich glaube die Aria. Ach, ich fühl's. Genau, weil if I were the queen of the night, of course I would say the queen of the. But I think the point of this opera and of this idea is you can find it in this aria in Ach, ich fühl's. Yes, so I think it's also kind of in the middle of the opera, so where it's go the most important point. Yes, the idea. So I think so. Wie fühlen Sie sich mit dieser Aria? Oh, fantastic. Yeah, I'm interested. Und was würden Sie einem jungen Musikstudenten empfehlen? Ja, das ist What do you recommend to one new... to take it easy, to work very much, and to do it everything step by step. To have patience also. Yeah. So thank you very much for your time. Y al director alemán
Cornelius Meister. Also Sie sind einer von den jüngsten Dirigenten der Welt und Sie haben in den wichtigsten Opernhäusern dirigiert. Was bedeutet für Ihnen, an die Staatsoper zu kommen und mit so einem guten Team zu arbeiten? Ich bin immer sehr, sehr gerne hier. Zum einen bin ich ja ganz oft in Wien, weil ich Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Radiosymphonieorchesters Wien bin. Deswegen ist Wien durchaus eine Heimat für mich geworden in den letzten Jahren. Aber hier an der Staatsoper, wo ich ja zuletzt Don Giovanni und Walküre, aber auch schon einmal die Zauberflöte, eine Serie lang dirigiert habe, vor 3 Jahren in der Vorgängerinszenierung. Das ist für mich schon immer etwas sehr, sehr Schönes, weil ich das sehr liebe, dass alle diese Werke sehr genau kennen, sehr innerlich wirklich haben. Und dann kann man die unterschiedlichsten spontanen Dinge machen am Abend. Das ist hier in Wien an der Staatsoper in ganz besonderer Weise möglich. Genau, ja. Und welcher ist der höchste Punkt oder Klimax von diesem musikalischen Stück, glauben Sie? Von der Zauberflöte? Ja. Ich glaube nicht, dass es nur einen Höhepunkt da gibt. Es sind ja 2 eigentlich parallele Geschichten, wenn man einmal die Welt von Tamino und Pamina nimmt und andererseits die Welt von Papageno, der dann seine Papagena bekommt. Das sind ja doch in ganz traditioneller Weise gegensätzliche Paare, die aber in dieser Oper eben überraschend viele Überschneidungen haben. Und dass nun gerade Tamino mit Papageno so viele Szenen hat, aber so wenig mit seiner Pamina zusammen singt, das ist etwas sehr Bemerkenswertes. Aber es fällt mir schwer zu sagen, das ist der einzige Höhepunkt. Das ist ja gerade das Schöne an der Zauberflöte, dass es so viele, viele wunderschöne Stellen gibt. Ja, und Ihrer Meinung nach, welche Aspekte machen von diesem Singspiel von Mozart so besonders? Es ist nicht so einfach überhaupt die Gattung zu beschreiben. Was für ein Stück ist das? Und zu Recht gibt es unglaublich viel Literatur über dieses Werk. Einerseits Literatur über das Ägyptische in diesem Werk, dann über das Freimaurertum in diesem Werk, dann aber auch über das revolutionäre, aufrührerische in diesem Werk und zig andere. Gerade das ist das sehr Schöne, dass es auf unterschiedlichste Weise gelesen werden kann und aufgeführt werden kann. Ich selber freue mich, dass ich in unterschiedlichen Aufführungen an einem und demselben Ort, mit einem und demselben Orchester, mit dem gleichen Sängerensemble, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen jeden Abend komme. Manchmal betonen wir vielleicht mehr das eine, manchmal mehr das andere. Es ist so reichhaltig, diese Oper. Und als letztes, was würden Sie einen jungen Musikstudenten empfehlen? Unabhängig von der Zauberflöte? Oder? Ja, also ein junger Student, der gerade angefangen hat. Ja. Ich bin sehr vorsichtig mit Ratschläge geben, weil ich glaube, jeder und jede muss seinen und ihren eigenen Weg finden. Aber vielleicht gibt es 2 Dinge, die ich jedem mit auf den Weg geben kann. Das eine ist, sei neugierig, geh in Konzerte, geh in die Oper, horch zu, höre zu, was andere machen. Das ist das eine. Und das andere, versuche nicht, irgendjemanden zu kopieren. Es ist gut, Vorbilder zu haben. Und es ist gut, sich daran zu orientieren und auch davon zu lernen, von denjenigen, die noch mehr Erfahrung haben. Aber das darf man nicht verwechseln mit kopieren oder imitieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sehr viel zu kennen, um daraus dann seinen eigenen Weg zu finden. Und viel Glück. Danke sehr für alles und für Ihre Zeit, für Ihre Worte. Und Sie sind so nett und sehr lieb. Danke sehr. Bueno, para terminar me gustaría hacerles recomendaciones de discografía. En este caso es esta versión de el Metropolitan Opera con Francisco Araiza, Luciana Serra, Kathleen Battle y James Levine en la dirección. Y esta también un poco más antigua, que fue en la Staatsoper, en la Bayerische Staatsoper, dirigida por Karl Böhm, también cantada por Francisco Araiza, Edita Gruberova, Kurt Moll y Lucia Pope.
Discografía, digamos que también está muy recomendada, una de las mejores también dirigida por Karl Böhm, Fritz Wunderlich y Dietrich Fischer-Dieskau. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo. Hasta la ópera.